Der Herbst lädt ein, es sich gemütlich zu machen. Für mich ist es jedoch an der Zeit, aufzubrechen. Die Blätter färben sich bunt und es ist die beste Zeit, um in meine Überwinterung im Süden zu starten. Mein Wohnmobil steht bereits in Griechenland und wartet sehnlichst darauf, dass ich wieder zurückkomme und es weitergehen kann. Davor genieße ich nun aber meinen vorerst letzten Tag hier am Tiny House. Guten Morgen, es ist das letzte Mal, dass ich hier meinen Tag beginne auf der Schaukel mit einem Tee. Es ist ziemlich mild heute und ich habe gestern Abend gesagt, wenn es heute Morgen nicht zu kalt ist, dann fährst du zum See und gehst nochmal baden. Jetzt habe ich das Pech, dass es tatsächlich nicht so kalt ist. Es ist aber auch nicht warm. Aber ich glaube, ich tue es. Es ist jetzt die letzte Chance. Oh. When day blows me away, as soon as I turn, you've gone astray. Strangers, they've come again. Oh, okay. Also das war irgendwie echt sehr kalt. Ich bin auch überhaupt nicht lange drin geblieben. Aber dieses Gefühl danach ist einfach so gut. Desto kälter das Wasser ist, desto schöner ist das Gefühl. Bei mir ist gerade irgendwie alles kalt und warm zugleich. Verrückt ist, dass das nächste Mal, wenn ich schwimmen gehe, wird im Meer sein. Und das ist gerade so eine komische Vorstellung. Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Aber ich freue mich sehr. Perfekt. Eine Sache, die ich dringend fertig machen muss, ist der Schornstein. Da habe ich ja letztes Mal das hochgemauert und dann diesen Deckel gegossen aus Beton. Der ist trocken, der sitzt auch schon oben, aber er ist noch nicht festgeklebt. Deswegen habe ich das hier angerührt. Ich frage nicht, warum ich das hier in diesem Ding mache. Ich finde gerade nichts mehr. Ich finde keine Eimer mehr. Ich finde gar nichts mehr hier. Irgendwie passt auch alles zusammen. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade so ein bisschen rausgeschmissen hier vom Haus. Und das Haus sagt, komm Jana, geh bitte einfach. Es ist genug. Ich hoffe, wir kriegen den letzten Tag noch ohne Verletzte rum. Weil man geht eigentlich nicht alleine aufs Dach. Macht das nicht. Das ist nicht gut. Was ich hier mache, ist wirklich ein bisschen fahrlässig, weil das habe ich unterschätzt. Das hochzuheben ist eine Sache. In dem Moment, wenn ich hier unten sitze und hebe das hoch, habe ich ja ein Gewicht gegen das Dach. Aber als ich das gerade runterheben wollte, habe ich gemerkt, dass es für mich sehr schwierig ist, eine sichere Position zu finden, in der ich dieses Gewicht hier runterheben kann. Das ist eine Betonplatte, das ist ziemlich schwer, das Teil. Weil ich halt einfach einen Zug nach unten habe. Das war jetzt gerade echt, ist ein bisschen eine unnötige Aktion, die ich hier schiebe an meinem letzten Tag, muss ich ehrlich sagen. Ich mache das jetzt einfach nur noch fertig und drücke mir selbst die Daumen. Es ist vollbracht, verzeih mir, dass ich jetzt nicht nochmal eine Nahaufnahme von oben mache. Ich gehe da jetzt nicht nochmal hoch, aber es sieht auch von hier ganz, ganz großartig aus. Wow! Ich bereite mich auch kulinarisch schon auf meine Zeit im Wohnmobil vor. Bei mir gibt es jeden Morgen im Wohnmobil Matcha. Anders als beim Tee darf das Wasser für den Matcha nicht kochen. Das ist ganz wichtig, es sollte nur so 80 Grad haben. Sonst gehen wichtige Stoffe im Matcha kaputt. Für einen Matcha braucht man Matcha-Pulver, Sieb, Löffel, Besen, Schale und optional Milch und Milchaufschäumer. Ich benutze hier das Matcha-Set von Paper & Tea, da ist alles Wichtige dabei und mit meinem Code ROSAGOLD kannst du 10% sparen. Letztes Jahr in Japan durfte ich ja bei einer Teezeremonie teilnehmen und auch von einer Teemeisterin lernen und es war
so unfassbar toll für mich, weil ich ja ein riesen Tee- und Matcha-Fan bin. Und sie wäre sehr stolz auf mich, weil das hier ist ein perfekter Schaum und daran merkt man auch, dass der Matcha hochwertig ist, weil da gibt es wirklich Unterschiede. Man braucht wirklich einen guten Matcha, damit das auch was schmeckt. Traditionell trinkt man den Matcha dann direkt pur aus der Schale, das ist aber schon ziemlich bitter, deshalb trinke ich den mit Milch und süße ihn mit Agavendicksaft. Wenn auch du in die Welt des Matchas eintauchen willst, schau gern bei Paper & Tea vorbei und spare 10% mit meinem Code ROSAGOLD. Außerdem gibt es dort auch noch viele andere hochwertige Teesorten. Viel Spaß beim Genießen. Super spontane Planänderung. Ich war gerade noch auf dem Herbstfest und jetzt habe ich hier auch wunderschöne Blümchen. Es ist ein bisschen schade für mich, jetzt zu fahren. Vor allem auch irgendwie mit dem Wissen, dass ich so sozial halt hier wieder irgendwas abbreche, so in dem Sinne. Also ich habe 2 Leute auch getroffen, die ich super gerne mag. Die habe ich vor 2 Jahren hier kennengelernt. Die sind irgendwie tolle Menschen, die haben jetzt auch ein Baby bekommen und das ist irgendwie voll schön. Aber ich habe einfach mich dieses Jahr nicht bei denen gemeldet und das ist eigentlich richtig scheiße von mir, weil die ein Kind bekommen haben und ich nicht mal was gesagt habe. Und das hat mich jetzt irgendwie gerade ein bisschen gekriegt, dass es eigentlich coole Menschen sind, aber ich mit denen irgendwie den Kontakt nicht halten kann oder nicht halte, weil dadurch, dass ich dann immer weg bin im Winter, irgendwie sich das halt verliert und das ist irgendwie halt blöd, wenn man sich ein soziales Umfeld irgendwie aufbauen möchte irgendwo. Hat sich gerade ein bisschen nach Scheitern angefühlt, zu merken, dass ich irgendwie jetzt den 3. Sommer hier bin und nicht wirklich eine neue Freundschaft hier gewonnen habe. Oh, das ist so süß, dass hier noch so Mini-Tomätchen wachsen. Bei mir ist mit dem Herbstfest ein bisschen die Stimmung eingebrochen. Zwar habe ich im Winter hier nie das Gefühl, wirklich was zu verpassen, aber trotzdem lässt man natürlich soziale Kontakte zurück und das Leben läuft hier ohne mich weiter. Oh, ich habe noch eine Babyluffer gefunden. Ein sehr komisches Gefühl, wenn alles, was man da irgendwie so reingesetzt hat und irgendwie monatelang betreut hat, man irgendwie so in einer halben Stunde einfach rausreißt und es jetzt hier leer ist. Irgendwie weiß ich nicht mehr so genau, warum ich irgendwie dachte, das wäre irgendwie ein guter Tag heute. Also eigentlich ist es ja voll traurig alles, dass ich jetzt gehe und so. Abschiede fallen mir immer schwer, auch wenn ich es mittlerweile gewöhnt sein sollte, weil es nun wirklich nicht meine erste Reise ist. Aber es ist ja auch irgendwie ein gutes Zeichen, wenn ich es nicht so richtig abwarten könnte, einfach zu verschwinden, dann wäre hier mein Leben auch nicht wirklich erfüllend. Ich versuche hier gerade nochmal alle Ofenwärme einzusaugen, weil selbst wenn ich im Süden überwintere, es bedeutet nicht, dass es dort die ganze Zeit sehr warm ist. Den Zahn habe ich mir selber schon gezogen bei meiner ersten Überwinterung damals in Spanien, weil es trotzdem einfach sehr kalt wird und ich auch im Wohnmobil die Heizung benutzen werde. Aber es ist halt eine Gasheizung, so kein Vergleich zu dieser wunderschönen Wärme. Oh nein, meine Blumen sind ja fast weg. Schade. Als letzte Amtshandlung werde ich hier noch ein paar Power-Ohrringe fertig machen. Die konnte ich gestern noch nicht einpacken, weil ich die noch geklebt habe, erst frisch. Ich habe sonst für den Online-Shop alles fertig bekommen, wobei fertig ist auch immer
Relativ, also ich muss sagen, es ist für mich sehr schwierig natürlich, wenn ich jetzt vor Weihnachten nicht da bin und quasi für den Shop vorschätzen muss, wie viel verkauft wird, weil man natürlich auch einen Haufen Materialkosten bezahlt. Also ich gehe natürlich extrem in Vorleistung. Und man muss natürlich dann irgendwie hoffen, dass es halt auch alles verkauft wird. Aber man will natürlich auch nicht, dass alles schon irgendwie davor verkauft wird und halt dann irgendwie eine Lücke entsteht. Und also, weißt du, wie ich meine? Man muss halt so ein bisschen den Sweet Spot finden. Die sind ja alle unterschiedlich gemasert, deswegen versuche ich hier die Maserung halt abzupassen. Ja, das passt. Ist immer ein bisschen ein Gefriemel, aber es ist noch ein bisschen wie Puzzeln. Diese Streichhölzer habe ich in Tschechien letztes Jahr im Sommer geschenkt bekommen gehabt, als ich da so eine Campingtour gemacht hatte. Und das war so eine schöne Reisebegegnung. Es ist wirklich so verrückt. Jedes Mal, wenn ich die benutze, muss ich halt irgendwie an diese Situation denken. Das geht einfach nicht weg. Ich will jetzt noch was machen und mir für etwas Zeit nehmen, was ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht habe. Wo ist es denn? Ah ja. Hier. Ich habe dieses Büchlein begonnen im März in Griechenland. Das war gerade da, als ich aus Japan kam und dann mit meinem Wohnmobil ganz nach unten in Griechenland gefahren bin, ganz in den Süden. Und dort dann habe ich, glaube ich, einen Monat verbracht. Und das war eine sehr schöne Zeit. Und seitdem habe ich immer mal wieder da reingeschrieben, wo ich gerade so stehe im Leben und was ich gerade so möchte. Es ist aber leider sehr ausgedünnt. Also ich habe am Anfang super viel geschrieben. Und dann, irgendwie also auf der Reise habe ich sehr viel geschrieben gehabt und dann leider immer weniger. Aber das Besondere ist, dass jetzt nur noch 3 Seiten übrig sind. Und das ist irgendwie mega cool, dass das Buch genau jetzt endet, wenn irgendwie auch so meine Zeit hier endet. Und auf die neue Wohnmobilreise werde ich ein neues Buch mitnehmen. Das ist irgendwie ganz schön. Und ich habe gemerkt, dass ich das den Sommer nicht gemacht habe. Es ist wirklich krass, was für einen Unterschied es macht. Und es ist so was Banales, sich aufzuschreiben, was man gerade eigentlich will, weil ich merke, es ist so viel schöner, wenn man Ziele hat, auf die man hinarbeiten kann und irgendwie weiß, wofür man das alles macht. Und ich freue mich wirklich sehr auf die Zeit im Wohnmobil. Ein letztes Mal den Kronleuchter auspusten. Den kann ich leider nicht mitnehmen ins Wohnmobil. Oh, das fällt mir jetzt besonders schwer. Den habe ich wirklich sehr in mein Herz geschlossen.